Wir wollen Sie heute begrüßen zu dem Live-Event Innovative Intralogistiklösungen unter dem Dach der Skio Automation Holding. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich daran teilnehmen. Für uns ist das ein neues Format. Wir freuen uns, Jakob von der Firma Schiller, Sven von Mogen Robotics, als Repräsentanten der Skio Automation Holding Ihnen heute einen Ausschnitt unserer Lösungen präsentieren zu können. Fangen wir an mit unserem autonomen Routenzug. Der autonome Routenzug, wir lassen ihn jetzt erstmal eine Runde fahren, ohne das groß zu kommentieren. Hintergrund ist dabei, wir gehen davon aus, dass einige der Teilnehmer vielleicht auch Probleme haben, jetzt den Wechsel zwischen den Events teilzunehmen. Und genau, wir lassen den Routenzug jetzt mal in Schleife fahren, damit wir die Möglichkeit haben, noch zusätzliche Zuschauer zu bekommen. Die Lea ist so nett und filmt das Ganze dabei. Dass wir wissen, für wen wir sprechen. Also wir befinden uns hier heute bei unseren Kollegen der MFI in Benningen am Neckar. Haben hier ein zweitägiges Event organisiert mit externen Teilnehmern, was bisher auch sehr erfolgreich war. Heute ist der zweite Tag. Wir wollen aber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht die Chance hatten, persönlich zu erscheinen, auch die Chance geben, heute bei diesem Event teilzunehmen. Deswegen machen wir heute Morgen einen Livestream von der Vorführung ohne Gäste. Was wir Ihnen zeigen werden, ist eine ausgewählte Lösung, die von den unterschiedlichen Teilnehmern aus der Gruppe miteinander kombiniert und bedient werden kann. Wir beginnen dabei mit dem mobilen Routenzugsystem von unseren Freunden der Firma Schiller, was Sie jetzt gerade auch schon im Livestream sehen. Das Gute war, das Wetter war bis uns verheult. Wir haben beides gehabt. Wir hatten Sonne, wir hatten Regen, was sehr schön auch die Witterungseinflüsse zeigt, unter denen das System mittlerweile in der Lage ist zu operieren. Was Sie jetzt hören im Hintergrund ist die Warnakustik, dass wir wieder anfahren. Und Jakob wird Ihnen jetzt im Detail den autonomen Routenzug und seine Anwendungen darstellen. Grundsätzlich ist die heutige Vorstellung angedacht als verkettete, automatisierte Logistiklösung. Das bedeutet, wir wollen lange Strecken mit unserer autonomen Routenzuglösung abdecken. Das bedeutet, über lange Strecken viel Masse transportieren. Das möglichst effizient und schnell, damit wir die Taktzeiten unserer Kunden einhalten können. Im Nachgang soll dann die Interaktion mit unserem kleinen Freund hier, unserem Kommissionierroboter, gemacht werden, der dann ein fiktives Regal befüllt, entleert und wieder zum Routenzug zurücktransportiert. Grundsätzlich ist die Outdoor-Entwicklung des Routenzuges die Weiterentwicklung unserer Indoor-Lösung, die wir bereits bei einigen Kunden im Einsatz haben. Die fahren schon seit einigen Jahren produktiv. Für uns war relativ schnell klar, dass unsere Indoor-Lösung erweitert werden muss um eine Outdoor-Lösung, um eben Anwendungsfälle bei unseren Kunden lösen zu können, die klassischerweise Logistik in einem Hallenteil, Endmontage in einem anderen Hallenteil haben und das über den Außenbereich verbunden werden muss. Dazu braucht man ein Fahrzeug, ein automatisiertes Fahrzeug, was auch im Außenbereich fahren kann. Wir haben somit unsere Indoor-Lösung erweitert auf eine Outdoor-Lösung. Grundsätzlich ist es so, unsere Lösung ist aufgesetzt auf einen handelsüblichen Schlepper, heute von der Firma Still. Unsere Lösung ist ein Umrüstkit oder ein Automatisierungskit, welches wir auf die Schlepper aufbauen und somit das Fahrzeug erweitern, um eben den Kunden bei einem manuellen Prozess auf einen automatisierten Prozess umrüsten zu können. Das Fahrzeug ist mit diversen Sensorik- und Navigationssensoren ausgestattet, die wir zur Fahrt, zur sicheren Fahrt und zur Navigation benötigen. Weiterhin setzen wir eine Steuerung der Firma Siemens ein, auf dem das komplette Programm läuft. Die Fahrzeuge selbst haben eine sehr hohe Eigenintelligenz, eben um Pilot- und kleine Projekte starten zu können, ohne Leitsysteme. Natürlich gibt es die Möglichkeit für uns, bei größeren Flotten oder bei Kundenwunsch ein Leitsystem, ein Flottenmanager mitzuliefern, der dann eine größere Flotte unterstützt, um die Aufgaben beim Kunden erledigen zu können. Wir lassen das Fahrzeug jetzt nochmal fahren. Das, was Sie hier hören, ist, wie der Sven schon bereits gesagt hat, normenkonform. Wir müssen bei jeder Anfahrt hupen und blinken und mit einer reduzierten Geschwindigkeit losfahren.
Was wir heute simulieren wollen, ist einfach die Fahrt vom Innenbereich in den Außenbereich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber es regnet heute. Grundsätzlich ist es angedacht, dass unsere Lösung allen Witterungsanflüssen, die wir hier in Westeuropa haben, trotzen soll. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel für unsere Scanner eine Reinigungsanlage entwickelt, welche Schmutz und Regen entfernen kann und soll. Wir haben zusätzliche Heizkomponenten verbaut, die im Winter unsere Automatisierungskomponenten beheizen. Was man jetzt gleich sehen wird, ist, dass das Fahrzeug sich hier bei einem fiktiven Haltepunkt platziert. Das könnte jetzt zum Beispiel die Endmontage sein, wo dann Ware entnommen wird und Leergut wieder draufgestellt wird. Der Kollege ist so nett und spielt jetzt hier den Kunden, der das Fahrzeug dann nach seiner Tätigkeit wieder weiterschickt und das Fahrzeug Richtung der fiktiven Logistik sendet. Grundsätzlich ist das Fahrzeug für 10 km/h ausgelegt, das heißt, unsere Maximalgeschwindigkeit automatisiert ist derzeit 10 km/h. Wir können bis zu 6 Anhänger ans Fahrzeug ranhängen. Das Gewicht ist natürlich immer Abhängigkeit zur Geschwindigkeit, die wir fahren wollen und natürlich auch andersherum. Bedeutet, umso schneller ich mich bewegen möchte, umso weniger Gewicht kann ich transportieren. Das hängt am Bremsweg, den wir natürlich auch absichern müssen. Andersrum können wir natürlich die Geschwindigkeit jederzeit reduzieren, um mehr Gewicht ziehen zu können. Dieses Fahrzeug ist jetzt ein Vorführfahrzeug von unsererseits. Wir haben bereits einen Outdoor-Prototypen bei einem unserer Kunden im Produktiveinsatz seit einigen Monaten, der seine Runden dreht, um für uns Erkenntnisse zu sammeln. In unserem fiktiven Beispiel ist es jetzt so, dass der autonome Routenzug in der Logistik angekommen ist, über zum Beispiel einen Flottenmanager mit unserem Luca kommuniziert und ihm somit die Mitteilung gibt, Routenzug befindet sich auf Haltepunkt XY und somit kann der Luca seine Tätigkeit beginnen und Leergut abholen und Vollgut auf den Routenzug abstellen. Der Sven wird euch jetzt ganz kurz was zum Kommissionierroboter sagen. Genau. Also den Anwendungsfall, den wir euch hier heute vorstellen wollen, ist eigentlich auch, das ist ein serialer Anwendungsfall. Wenn man davon ausgeht, dass in vielen Bereichen eben halt die Kleinladungsträger als Standardformate verwendet werden, nach zum Beispiel VDA 4500. Das sind standardisierte Kunststoffbehälter bzw. extrudierte Polypropylenbehälter, in denen die Güter, die an den Bändern in Sequenz verbaut werden, angeliefert werden. Normalerweise ist es so, dass diese Kommissionierlager relativ produktionsfern sind. Dort wird in Sequenz kommissioniert. Was wir hier sehen, ist im Prinzip ein ähnliches System, aber erheblich komprimierter. Das ist unser flexibles Kommissioniersystem. Das flexible Kommissioniersystem unserer Kollegen von der Firma MFI vereint verschiedene positive Merkmale in sich. An eins ist es extrem flexibel für die unterschiedlichen Größen von Kleinladungsträgern, die es aufnehmen kann und damit auch dem entweder Mitarbeiter traditionell oder zukünftig einem Roboter zur Verfügung stellen kann. Wir haben hier relativ wenig bewegte Komponenten drin, was dazu führt, dass das System eine hohe Verfügbarkeit hat und wir sind in der Lage, hier in einer extrem geringen Flächenverbrauch eine hohe Packungsdichte zu erreichen. Aktuell haben wir jetzt hier verschiedene Behälter eingelagert. Für uns ist ganz wichtig dabei, was man hier sieht, ist, viele dieser Systeme in der Infrastruktur, seien es Regale oder auch solche AKLs, haben Anschläge, damit die Behälter auf Endlage fahren können. Für uns war wichtig dabei, diese Infrastruktur so zu belassen, wie sie ist, weil sie ansonsten zu hohen Investitionskosten führt und auch Umbaumaßnahmen, die Personal binden. Deswegen haben wir, und das sehen wir jetzt gleich auch in der Aktion, unseren Luca so aufgebaut, dass der Luca mit seiner Basis, die in der Lage ist, omnidirektional zu manövrieren, als aber auch zu navigieren und auch Hindernisse zu umfahren, in der Lage ist, hier anzudocken und aber auch diese Hürde zu überwinden, um dann Behälter zu nehmen. Und ich würde sagen, am besten schauen wir uns das jetzt mal live an. Ich trete mal aus dem Weg, damit er arbeiten kann. Was wir jetzt sehen ist, die Basis dockt praktisch an diesem Fall an das FKS an. Es gibt eine Grobpositionierung. Aus der Grobpositionierung heraus haben wir uns so positioniert, dass der Roboter in einer optimalen Position ist, der oben drauf ist. Das ist ein handelsüblicher Cobot der Firma Universal Robot mit 10 Kilo Handhabungsgewicht. Man sieht jetzt sehr schön, wir greifen praktisch wie der Mensch diese Behälter an den Seiten mit den Wangen, überkippen das Lastmittel nochmal, zentrieren es und legen es dann in einer festen Orientierung
auf unserem Bauchladen ab. Dieser Bauchlabel ist flexibel zu gestalten. Also wir sind in der Lage, aktuell hier 4 kleine Behälter oder aber auch 2 große Behälter aufzunehmen. Zukünftige Konzepte sehen aber auch vor, unter Berücksichtigung auch der Weg-Zeit-Diagramme, mehr als eben 2 oder 4 Behälter. Wir können uns hier einen Trailer vorstellen und wir haben auch mittlerweile alle handelsüblichen Kinematiken untersucht, um auch vom Handhabungsgewicht hochzukommen. Was man ganz gut sieht an diesem Greifer ist, der Greifer ist auf Leichtbau optimiert. Wir müssen halt mit dem, sagen wir mal, begrenzten Handhabungsgewicht, was wir haben, umgehen können. Deswegen haben wir aktuell ein Gewicht von unter 3 Kilogramm realisiert für diesen Greifer. Damit bleiben uns 6 bis 7 Kilogramm für die eigentliche Last. Wir wissen, damit sind wir nicht am Ende der Fadenstange, aber wir sind da auf einem guten Weg und wir sind auch der Meinung, dass wir entweder mit einer Standardkinematik weiter hochkommen auf Gewichte bis 10 bis 12 Kilogramm. Wenn es darüber hinausgeht, es gibt auch Bereiche, zum Beispiel im Truck- oder Lkw-Bereich, wo wir höhere Gewichte handhaben können müssten. Da muss man dann halt vielleicht zum Beispiel sogar über eine eigene Kinematik nachdenken. Aber auch das sind Themen, die wir beherrschen. Was man ganz schön jetzt sieht, ist, wir fahren hier auf eine Vorposition. Diese Vorposition dient 2 Zwecken. Wir erkennen den Behälter, sowohl den Behältertyp als aber auch die Lage des Behälters. Darauf passen wir dann diese Ziehharmonika an, greifen, legen ab. Und in der realen Anwendung ist es halt die Be- und Entladung von Voll- und Leergut zwischen einem Routenzug und zum Beispiel Schrägrollenregalen, die meist an den Bändern stehen, wo die Logistikmitarbeiter traditionell entsprechend die Befüllung machen. Diese letzte Meile, wie Jakob schon gesagt hat, wollen wir zukünftig mit Luca realisieren. Ja. Haben wir dazu mittlerweile vielleicht auch Fragen aus dem Auditorium? Ja, wir haben schon eine erste Frage reinbekommen. Und zwar, wie erkennt der Luca, wo er die Box greifen muss? Also aktuell sieht man das ganz schön, wenn man da mit der Kamera draufhält auf diese Box, die jetzt im FKS steht. Wir haben aktuell die Boxlagererkennung über einen Code gemacht, um den Prozess hier im Ablauf robust zeigen zu können. Wir sind aber mittlerweile auch so weit, dass wir in der Lage sind, die einzelne Box aufgrund ihrer Geometrie zu erkennen und damit über die Kamera, die im Greifer verbaut ist, eine Detaillageerkennung zu machen. Zusätzlich ist da auch integriert das Thema Codelesen, weil diese Boxen beschriftet sind und wir auch in der Lage sein müssen, den Code zukünftig zu lesen. Worauf wir vielleicht noch hinweisen möchten ist, dieses System ist ja im Prinzip eine komplette Eigenentwicklung, gleichermaßen auch wie unser Umrüstkit. Für uns ist Anspruch dabei, dass wir Komponenten verwenden, die in der Industrie ihre Standardanwendung finden, die oft sich auch in Freigabelisten finden. Damit genügen wir den Ansprüchen des Großteils unserer Kunden auch, die natürlich in der werkseigenen Instandhaltung in der Lage sein wollen, sowohl die Ersatzteilbevorratung zu machen, um eben die Geräte zu warten und instand zu halten. Hilft uns natürlich aber auch bei der Vereinheitlichung auch der Technologien, Sicherheitstechnologie, Navigationstechnologie, all das, was da eben dranhängt, unser Einkaufsvolumen zu verbessern und damit auch den Punkt Kosten zu berücksichtigen. Das Gleiche wollen wir natürlich auch bei der Software machen. Das bedeutet, die komplette Sicherheitssensorik beider Lösungen soll möglichst identisch sein, soweit es bei den Fahrzeugen physikalisch Sinn macht. Natürlich auch das Thema Navigation, das versuchen wir auch so ähnlich zu machen, wie es möglich ist, um auch irgendwo auf unserer Seite Kosten einsparen zu können, die wir natürlich an unsere Kunden weitergeben können, damit das Ganze auch wirtschaftlich ist. Ich sehe gerade aus dem Off geht die Hand hoch, wir haben noch eine weitere Frage. Ja, wir haben noch eine weitere Frage zum Luca. Welche Greifhöhe kann der Luca realisieren? Also aktuell, so wie wir den Aufbau jetzt gemacht haben, das hängt natürlich ab davon, wo der Luca an die Basis angebunden ist. Wir sind momentan in der Lage von 0 bis 1800 mm zu manipulieren. Es war uns wichtig, weil die Regale eben zum Teil sehr weit unten sind und auch relativ weit hoch. Das ist der Arbeitsbereich eines Facharbeiters oder Facharbeiterin. Das können wir damit sehr gut abdecken. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Vielen Dank. Gerne. Das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir gemeinschaftlich unter einem Dach für Sie tun können als Lösung. Das ist ein flexibles Kommissioniersystem, was zum Teil produktionsnah ist. Das könnte aber auch ein AKL sein. Der Routenzug ist mittlerweile in der Lage, automatisch auch befüllt und entleert werden im automatischen Kommissionierlager. Die Strecke dazwischen, die kurze, machen wir dann mit dem Luca. Die Kollegin hat die Hand nochmal gehoben. Gibt es noch weitere Fragen scheinbar? Freut wir haben uns. jetzt eine Frage zum Routenzug. Und zwar, wie kommt man nach einer manuellen Fahrt mit dem Routenzug wieder zurück in den autonomen Fahrmodus? Es gibt 2 Möglichkeiten oder es gibt mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es so,
dass diese Lösung, wie man der Frage schon entnehmen kann, sowohl manuell als auch autonom eingesetzt werden kann. Einerseits ist es, der Mitarbeiter kann das Fahrzeug einfach entern, indem er aufsteigt und losfährt, somit ist er automatisch im manuellen Modus. Wenn er dann seine manuelle Tätigkeit vollbracht hat, muss er das Fahrzeug wieder möglichst nah auf die Route zurückstellen. Dazu dient unser Touchpanel-PC, auf dem er die Visualisierung erkennt und die Karte erkennt, wo er sich befindet. Vielleicht ist die Kollegin so nett und filmt da einmal kurz rein. Sobald er dann das Fahrzeug wieder richtig positioniert hat, gibt es mehrere Möglichkeiten, um den Automatikmodus wieder zu starten. Einerseits haben wir den Schlüsselschalter, bei dem zwischen manuell und autonom ausgewählt werden kann. Andererseits kann er direkt am Touchpanel-PC von Handbetrieb auf Automatikbetrieb umstellen. Sobald er vom Fahrzeug heruntergestiegen ist, in dem Fall muss er auch noch die Türe schließen, weil wir eine Kabine haben, muss er das Fahrzeug wieder quittieren. Wenn er alles richtig gemacht hat und das Fahrzeug richtig positioniert ist, wird das Fahrzeug seinen Job wieder starten. Es würde wieder hupen und blinken, wieder mit sicherer Geschwindigkeit losfahren und dann seinen Auftrag, wie er ihn bekommen hat, vollbringen. Gibt es noch weitere Fragen, Svenja? Nein? Sind wir mit den Fragen durch? Wie bekommt man denn weitere Informationen? Ja, also wir haben das Event, was ja gestern und heute hier stattfindet, haben wir gedreht. Also die Teilnehmer, die live vor Ort waren, werden einen Download-Link bekommen zu den Informationen. Da werden sowohl die Präsentationen drin sein, als aber auch die Videos. Zusätzlich haben wir für dieses Event heute, für das LinkedIn Live-Event, die Möglichkeit, über ein Kontaktformular zu gehen. Jakob und ich oder auch die Kollegen von MFI sind da jederzeit bereit, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen und können auch gerne über E-Mail oder Telefon miteinander direkt in Kontakt treten. Wir haben doch noch eine weitere Frage reinbekommen. Gerne. Und zwar, was passiert denn, wenn sich zwei Routenzüge an einer Kreuzung treffen? Sehr gutes Sehr Thema. gute Frage. Grundsätzlich ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema für HGVs, AMRs und FTS. Was passiert an Kreuzungen? Es gibt von unserer Seite her verschiedene Herangehensweisen. Man könnte sich, oder so machen wir es auch im Produktivbetrieb mittlerweile schon, man kann darüber nachdenken, dass man Feldstationen aufbaut, das heißt SPS-Steuerungen, die eine oder mehrere Kreuzungen regeln. Das bedeutet, unsere autonomen Transportsysteme, egal ob Indoor, Outdoor-Routenzug oder aber auch in Zukunft der Luca, melden sich bei der SPS an und die regelt die Kreuzung. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt weitere Möglichkeiten, dass man das über unseren Flottenmanager macht, der eine Eigenentwicklung der Firma Schiller ist, die dann zentral eine Kreuzung oder mehrere Kreuzungen regelt. Und der nächste große Schritt ist natürlich für uns, dass der Kunde einen eigenen Flottenmanager hat, der nicht nur unser System regelt, sondern auch unsere Marktbegleiter. Wir werden in Zukunft nicht die einzigen sein, die sich bei unseren Kunden bewegen. Das bedeutet, der Flottenmanager würde in dem Fall alle Kreuzungen beim Kunden regeln. Hierzu dient die bekannte VDA 5050-Schnittstelle. Da sind wir natürlich offen gegenüber. Da haben wir auch bereits schon ein Kundenprojekt, um eben genau solche Probleme lösen zu können. Das bedeutet, eine Kreuzung zu regeln mit zwei Routenzügen oder auch unbekannten Fahrzeugen gibt es mehrere Lösungen. Eine dezentrale Feldstation draußen an der Kreuzung, den Flottenmanager von der Firma Schiller oder eben ein Kundensystem, an das wir uns anbinden. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, können wir das vom Sven erwähnte Formular nutzen, um weitere Fragen zu stellen. Im Nachgang gerne. Ich denke, das Video wird auch festgehalten und verteilt. Und ansonsten bei Fragen gerne einfach an uns wenden. Vielen Dank für eure Teilnahme und auf bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao.